Moin, herzlich willkommen beim Right Video Magazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Karls-Erlebnisdorf Elztal und falls euch Elztal nichts sagt, das ist in der Nähe von Berlin und hier gibt es was Neues. Karls-Erlebnisdorf haben wir euch einige schon vorgestellt. Elztal ist, glaube ich, gefühlt somit das Größte, was auch in den nächsten Jahren noch weiter wächst und auf jeden Fall für Furore sorgen wird. Aber es gibt hier eine neue Attraktion oder ja, mehr als nur eine Attraktion. Bauernmarkt und Hofküche seht ihr gerade hinter mir. Die Wetterwelt wurde ja schon groß erweitert, haben wir euch auch erzählt und gezeigt. Und hier in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, gibt es den ersten Erdbeerdöner. Karls hat jetzt Döner im Portfolio. Essen, also Gastronomie, Getränke, Essen, Merchandise, der Shop, Erlebnisse und Attraktionen gibt es ja hier noch und nöcher. Der Eintritt ist frei, ganz großes, spannendes Konzept. Das haben wir euch wirklich schon sehr oft, sehr ausführlich gezeigt. Also zu Karls findet ihr ganz viele Videos hier auf dem Kanal. Und jetzt gibt es Erdbeerdöner. Wir haben den probiert und nehmen euch da jetzt kurz mal mit. Aber das Brot ist sehr zurückhaltend. Ich hatte jetzt sehr viel Feta da im Bissen. Schmeckt jetzt erstmal gut. Soße habe ich noch nicht so viel geschmeckt. Mal gucken. Wenn sich einer wundert, warum wir auf dem Boden sitzen, in Deutschland macht man das so, dass man, wenn man noch nichts isst, die Tische schon reserviert, damit Leute, die schon was zu essen haben, nichts essen können an einem Tisch. Ich lieb's. Und das ist auch gut, dass das Brot so dezent ist, nicht so krass erdbeerig, aber Brot wie auch Fleisch sind eiskalt und hier ist die Hölle los und einer geht nach dem anderen irgendwie eigentlich raus. Aber im Gesamten schmeckt der echt saugut. Wenn der heiß wäre, wäre der richtig krass, glaube ich. Aber wir probieren mal weiter durch, wir melden uns gleich. Erdbeerdöner möchte man aber nicht nur essen, sondern auch erleben. Und dafür gibt es auch ein Erlebnis bzw. halt eine große Attraktion. Vorneweg, Karls Erlebnisdörfer sind Erlebnisdörfer, nicht wirklich Freizeitparks, aber im weitesten Sinne vielleicht doch mit Freizeitparks zu vergleichen. Und ich glaube, Karls Erlebnisdörfer freuen sich über den Vergleich, weil es gab jetzt hier den besten Döner weltweit in einem Freizeitpark. Wir haben uns ab und zu das schon mal gewagt und probiert und es hat nie so gut geklappt. Und trotzdem, dass es jetzt hier vielleicht ein paar Abzüge in der B-Note gibt, ist der Döner echt richtig stark, richtig gut. Das ist mega, einfach mega. Also leider passt da nicht so viel rein, auch wenn es so aussieht. Aber man kann das ja ein bisschen mit der Zentrifugalkraft wieder so in die Ecken schleudern. Das habe ich nämlich gemacht auf dieser Attraktion und dem neuen Erlebnis. Und zwar dem Erdbeerdönerflieger. Man dreht sich um einen Dönerspieß. Gefühlt der größte Dönerspieß der Welt. Und darauf ist dann eine große Dönergabel. Und an dem einen Ende sitzen jeweils 12 Erlebnissuchende von euch in Erdbeeren, deren Flügel die verschiedensten Zutaten für einen Erdbeerdöner sind, die für mich gefühlt original geprintet von irgendwie der lokalen Dönerbude sind, so wie die Bilder darauf aussehen. Immer dieses zu viel Kontrast, zu hell, zu grell auf glänzender Folie. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr euren lokalen Dönerladen noch mal genauer beobachtet, dann sieht das oben überall bei allen so aus. Und am anderen Ende ist eine große Dönertasche mit einer Erdbeere drin. Die Geschichte hinter dem Döner hier bei Karls ist ein bisschen anders als die Geschichte hinter dem Döner allgemein. Der Döner kommt, wie ihr wisst, aus der Türkei und wird eigentlich nicht aus einem Brot so rausgegessen. So, die Dönertasche ist eine Erfindung aus Berlin quasi, was ja direkt hier um die Ecke ist. Und deswegen passt dann ein Erdbeerdöner wunderbar hier nach Elztal. Und die Geschichte ist so ein bisschen, dass türkische Gastarbeiter damals bei der Erdbeerernte schon geholfen haben, in den Mittagspausen sich ihren Dönerspieß gegrillt haben, ihren Döner gegrillt haben und dann zwischen Döner abbeißen, immer wieder mal eine Erdbeere reingeschoben haben und das sollte beides irgendwie miteinander kombiniert werden. Und da hat man sich für 2 Experten zur Rate gezogen. Ey, verzeiht mir bitte, dass ich die Namen nicht auf der Kette kriege, aber ich kann gar keine Namen. Und ja,
Die hatten die Idee, okay, wir machen ein Erdbeerfladenbrot, was ja, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr zurückhaltend ist und leichte Erdbeernoten mit in die Soßen rein. Und das in einem qualitativ sehr hochwertigen Döner. Der Gerät schneidet den Döner auch, der Gerät schneidet schweißfrei, der Gerät ist vor der Chef im Geschäft, so wie der Wild Swing im Nährwetterwelt auch bald den Menschen ersetzen wird. Und ja, vor Glück fliegen wir durch die Lüfte und das dann beim Erdbeerdönerflieger. Die Q-Line führt uns auch vorbei am Knoblauchlager mit der ersten Knoblauchschutzmaske. Und es gibt ein kleines Introducing, so eine kleine Pre-Show, wo Karlchen uns erklärt, wie ist die Geschichte hinter dem Ganzen und wie funktioniert gleich der Flug und wie sind so die Safeties und die Verhaltensvorschriften, Regeln. Ab 1,25 Meter Körpergröße könnt ihr mitfahren. Das Ganze geht immer nur alleine, weil das sind 12 Einzelsitze, die pro Runde im Kreis fliegen. Mit 6,5 Umdrehungen in der Minute ist dieses Fahrgeschäft übrigens unterwegs. Und wenn wir bei Fahrgeschäft sind, das Ganze ist von Gerstlauer Amusement Rides. Das ist eine Firma aus Deutschland, ein sogenannter Skyfly. Es gibt ähnliche Anlagen, zum Beispiel jetzt nicht weit von hier in Belantes, da gibt es einen Sky Roller und es gibt auch einen Sky Racer zum Beispiel in Dänemark. Aber der Skyfly, haben wir auch gerade in der Q-Line gehört, ist manchen auch bekannt aus dem Legoland in Deutschland zum Beispiel. Der Dönerspieß quasi ist 12 Meter hoch und ihr erreicht eine Flughöhe von maximal 22 Metern. Ein bisschen weniger, wenn ihr innen sitzt, ein bisschen mehr, wenn ihr außen sitzt. Und dann geht es halt rund. Das Schöne ist, ihr bestimmt selber, ob und wenn ja, wie viel ihr euch überschlagen wollt bei dem Ganzen. Ihr könnt also eine entspannte Aussichtsfahrt genießen oder eine actionreiche Drehspieß, Karussell-Action, ich weiß es nicht. Und das Tolle ist ja, jeder hat einen einzelnen Sitz für sich. Das heißt, nicht alle richten sich nach dem größten Angsthasen, wie bei zum Beispiel einer Sommerrodelbahn, sondern jeder kann für sich selber bestimmen, was er da machen möchte. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, boah, so ein Dönerspieß zu Hause fände ich gut und Wohnzimmer hat 22 Meter Deckenhöhe, da kann ich den reinstellen. Aber ihr braucht einen 30 Meter Flugkreisdurchmesser, damit das Ganze reinpasst. Ich finde auch ganz cool, dass auch die Heizspiralen hier bei der Attraktion dahinter auch noch mal dargestellt sind, weil der Döner muss sich ja drehen und geröstet werden. Auch ein cooles Feature. Absurde Idee. Als das erste Mal das vorgestellt wurde, habe ich ja Kommentare gelesen, noch und nöcher. Und jetzt, wo es auch Realität wurde. Also es spaltet die Nation, so ein Dönerkarussell. Ich finde es unfassbar cool. Mal so eine von den geilen Ideen, die einfach auch mal umgesetzt werden und alltägliche, normale Gegenstände oder Dinge in Fahrattraktionen umzuwandeln, finde ich persönlich total cool. Macht mir sehr viel Spaß, unterhält mich und das hat ja alles erreicht, was erreichen soll. Es hat Aufsehen erregt. Und es ist eigentlich eine Standardattraktion, die man schon in vielen anderen Freizeitparks gesehen hat. Was ist eure Meinung zum Erdbeerdöner allgemein? Habt ihr schon probiert? Übrigens gibt es den natürlich in Kalb, Hähnchen und auch als Gemüsevariante. Und habt ihr auch schon probiert, Erdbeerdöner zu fliegen? Wie hat euch das geschmeckt? Lasst es gerne wissen in den Kommentaren. Und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal. Das waren gerade bei mir übrigens insgesamt 53 Überschläge. Tagesrekord waren 58, denn in diesen Gerstlauer Skyflies sind auch Überschlagszähler verbaut, bzw. können verbaut werden. Und eigentlich sollte in der Story das dann auch draußen, also laut der Story hier bei Karls draußen ersichtlich sein, wie viele Überschläge man geschafft hat, weil man sich da gegenseitig irgendwie messen kann oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie es in der Story ist. Ich weiß, dass es da sein sollte, aber es ist nicht da. Und woher weißt du das? Mir hat der Operator gesagt, das waren 53, das habe ich nicht mitgezählt. Und Tagesrekord, woher soll ich denn wissen, ich stehe den ganzen Tag hier.